Schneeweißchen und Rosenrot. Es war einmal eine gute alte Frau. Sie lebte in einem kleinen Haus im Wald. Sie hatte 2 Töchter, Schneeweißchen und Rosenrot. Schneeweißchen hatte Haare so weiß wie Schnee, und Rosenrot hatte Haare so rot wie Rosen. Die beiden Mädchen waren sehr gut und liebten einander sehr. Jeden Tag spielten sie im Wald, sammelten Blumen und sprangen über die Wiesen. Abends, wenn sie müde waren, setzten sie sich zur Mutter, hörten ihre Geschichten an und sangen Lieder. Eines Tages, als die Mädchen draußen spielten, kam ein großer Bär zu ihrem Haus. Die Mädchen hatten Angst, aber der Bär sagte: „Habt keine Angst, ich will euch nichts tun. Ich bin nur hier, um mich vor der Kälte zu schützen.“ Die Mutter ließ ihn herein und gab ihm einen warmen Platz am Feuer. Der Bär blieb den ganzen Winter über bei ihnen. Jeden Morgen ging er in den Wald und kam abends zurück. Die Mädchen spielten oft mit ihm und waren nicht mehr vor ihm erschrocken. Sie kämmten sein Fell, und er erzählte ihnen Geschichten. Aber mit dem Frühling kam auch die Zeit für den Bären, wieder in den Wald zu gehen. Er sagte: „Ich muss gehen und meinen Schatz vor den bösen Zwergen beschützen.“ Die Mädchen waren traurig, aber sie verstanden. Ein paar Tage später waren Schneeweißchen und Rosenrot im Wald und fanden einen kleinen Zwerg. Sein Bart war in einen Baumstumpf eingeklemmt. Die Mädchen halfen ihm und schnitten einen Teil seines Bartes ab, um ihn zu befreien. Der Zwerg war aber nicht dankbar. Er schrie: „Wie könnt ihr meinen schönen Bart abschneiden?“ Dann nahm er einen Beutel Gold und rannte weg. Die Mädchen waren überrascht von seiner Reaktion, aber sie dachten nicht mehr darüber nach und spielten weiter. Doch sie trafen den Zwerg noch viele Male. Jedes Mal war er in Schwierigkeiten, und die Mädchen halfen ihm. Aber er war immer unzufrieden und unglücklich. Eines Tages sahen sie den Zwerg wieder. Er schaute in einen Beutel mit Perlen. Die Mädchen gingen zu ihm und fragten, ob sie ihm helfen könnten. Doch der Zwerg wurde wütend und sagte: „Geht weg, das sind meine Schätze.“ Plötzlich erschien ein großer Bär. Der Zwerg bekam Angst und flehte: „Liebes Bärchen, friss mich nicht. Ich gebe dir all mein Gold und meine Perlen. Lass die Mädchen, sie haben nichts Wertvolles.“ Aber der Bär antwortete: „Ich habe keine Lust auf deine Schätze. Du warst nie nett zu meinen Freunden.“ Dann schlug der Bär mit seiner Pfote auf den Zwerg, und der böse Zwerg war nicht mehr zu sehen. Schneeweißchen und Rosenrot waren zuerst erschrocken. Aber dann erkannten sie den Bären. Es war ihr Freund aus dem Winter. Doch vor ihren Augen verwandelte sich der Bär plötzlich in einen Prinzen. Er sagte: „Danke, liebe Mädchen. Dieser böse Zwerg hatte mich verzaubert und meinen Schatz gestohlen. Nur wenn er besiegt wurde, konnte der Zauber gebrochen werden. Ihr habt mir geholfen, und jetzt bin ich wieder frei.“ Die Mutter kam, und der Prinz erzählte seine Geschichte. Er war der König eines fernen Landes und war von dem neidischen Zwerg verzaubert worden. Jetzt, da der Zauber gebrochen war, wollte er nach Hause zurückkehren. Er dankte der Mutter und ihren Töchtern und lud sie in sein Königreich ein. Schneeweißchen und Rosenrot waren glücklich und erfreut. Sie packten ihre Sachen und gingen mit dem Prinzen. Im Königreich wurden sie herzlich empfangen. Der Prinz wurde König und regierte das Land mit Weisheit und Güte. Er heiratete Schneeweißchen, und sein Bruder, der auch ein guter und freundlicher Prinz war, heiratete Rosenrot. Die beiden Schwestern lebten glücklich in dem Königreich. Sie besuchten oft ihre Mutter im Wald und erzählten ihr von ihren Abenteuern. Und so lebten sie alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage.